Und dieser Vortrag hier hat auch ein bisschen die Aufgabe, vielleicht den Naturforscher in Ihnen ein bisschen wach zu küssen. Dann fangen wir einfach an. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserem Vortrag heute, der Naturforscher Goethe und der Gewinn seiner ganzheitlichen Forschung für unsere Zeit. Kurz zu mir, mein Name ist Thomas Preibisch. Ich bin von Beruf Künstler und leite das Institut für gute Laune hier in Dresden in der Neustadt. Und dieses Institut forscht schon seit Jahren mit der Goetheschen Forschungsmethode. Und umso mehr ich damit zu tun habe, umso begeisterter wäre ich davon, das werden Sie dann auch merken. Und ich habe gedacht, diese Forschungsmethode, die möchte ich mal einfach kundtun, weil das ist einfach eine wundervolle Sache, das ist unbekannt und deshalb halte ich da mal einen Vortrag darüber. Ich möchte zum Anfang was sagen zum Begriff des Naturforschers. Gibt es denn heute noch Naturforscher? Kennt vielleicht jemand einen Naturforscher? Und wenn wir darüber nachdenken oder wenn ich darüber nachdenke, gibt es denn heute noch Naturforscher? Kenne ich denn welche? Da muss ich sagen, na, ich kenne schon einige, aber die meisten, die sind nicht so, die sind kleiner noch. Die Naturforscher, und damit sind natürlich die Kinder gemeint. Jedes Kind kommt als Naturforscher zur Welt und als hätte das Kind den Auftrag bekommen, erkunde die Welt, wird alles in den Mund gesteckt, angeguckt, ausprobiert, runtergeworfen. Und das sind alles Experimente, um die Welt zu erforschen. Und das, was wir das Spielen nennen der Kinder, das ist eigentlich sich die Welt anzueignen. Und oft ist es so, dass unbedingt muss das Kind ein Spielzeug haben. Und wenn es dann Mama gekauft hat, nach 2 Tagen liegt es bloß noch da. Und der Grund dafür ist, dass das Kind alles erforschen muss, was mit diesem Spielzeug möglich ist. Und wenn das erforscht ist, dann ist es unnütz, weil es geht ja wirklich nur um das Erforschen der Welt. Das ist, was die Kinder machen. Also wenn wir uns fragen, gibt es denn heute noch Naturforscher, dann können wir sagen, alle, die hier sitzen, sind zumindest mal welche gewesen. Ne? Und der Naturforscher steckt auch noch drin im Menschen, das ist eigentlich das Wesen des Menschen, die Welt zu verstehen. Und dieser Vortrag hier hat auch ein bisschen die Aufgabe, vielleicht den Naturforscher in Ihnen ein bisschen wach zu küssen. Wenn die Kinder dann heutzutage mit ihrem Wissensdurst in die Schule kommen, dann wird ihnen gesagt, ja, du musst gar nicht mehr alle Erfahrungen selber machen, du kannst die Erfahrung von anderen Leuten einfach nachlesen in Büchern, im Internet. Wir haben ganz viel Wissen für dich und das kannst du einfach so bekommen, so konsumieren. Und dann haben natürlich diese Kinder, wenn die größer werden, dann die Möglichkeit, selbst Wissenschaftler zu werden. Und wenn die dann aber mitmachen wollen bei der Wissenschaft, da gibt es eine Voraussetzung und das ist die wissenschaftliche Methode. Und das habe ich jetzt mal hier dargestellt im nächsten Bild. Um an der heutigen wissenschaftlichen Methode teilzunehmen, gibt es die Voraussetzung, man muss alles subjektive Empfinden, das Gefühl, Begriffe wie Schönheit oder Liebe, die haben heute in der Naturwissenschaft nichts zu suchen. Und diese subjektive Seite, die muss man eigentlich bei der Betrachtung der Welt ausschalten. Das ist heute die Wissenschaft. Und das habe ich hier mal so dargestellt mit der einen Seite. Und der Mann, von dem ich Ihnen heute erzählen will, Johann Wolfgang von Goethe, der hat so geforscht. Ja? Und es ist ganz wichtig, der hat nicht so geforscht, dass er sich die andere Seite zugehalten hat, sondern beide Seiten, die rationale, objektive und die subjektive Seite, das Gefühl, die Intuition, sind Teil dieser ganzheitlichen Forschung. So. Jetzt habe ich euch mal so ein paar Bilder aus der Naturforschung von Johann Wolfgang Goethe hingetan. Und wenn ich jetzt in meinem Vortrag eigentlich einfach alles bloß aufzählen würde, was er gemacht hatte, dann würden wir die 90 Minuten auffüllen, weil er hat so viele Sachen gemacht. Ich habe hier mal ein paar Beispiele hingetan. Oben links haben wir zum Beispiel die Wirbeltheorie. Er hat sich als Anthropologe mit den Knochen beschäftigt. Dann haben wir die Farbenlehre.
Dann hat er sich zu einzelnen Pflanzen sehr intensiv beschäftigt, wie zum Beispiel mit dem Ginkgo, die Metamorphose, da werden wir heute ein bisschen drauf eingehen. Er hat unglaublich viel zur Geologie geforscht, er hat eine riesige Steinsammlung zu Hause. Das müssen wir heute alles weglassen, das schaffen wir nicht. Da links unten mit dem Holz und dem Glas, was Sie da sehen, das ist das sogenannte Goethe-Barometer. Das hat er zwar nicht erfunden, aber er hat es populär gemacht. Also er hat sich mit dem Wetter beschäftigt, mit der Wettervorhersage und er hat gesagt, wenn du so ein Ding zu Hause hast, dann kannst du wissen, ob es morgen regnet oder nicht. Also da hat er geforscht dran und. Und ich möchte Ihnen heute das gar nicht alles aufzählen, was er herausgefunden hat, sondern ich möchte Ihnen eigentlich das Goldstück zeigen, das, worum es wirklich geht, was für mich unglaublich wichtig ist. Und das ist diese Forschungsmethode von Johann Wolfgang Goethe. All diese Sachen, die wir heute auch uns anschauen, die hätte auch jemand anders finden können. Aber wie er die Welt betrachtet hat, das ist eigentlich der große Gewinn und das ist auch das, was mich begeistert. Wir werden hier aber keine Heldenverehrung machen, also das wird kein Vortrag, der davon erzählt, dass Goethe alles richtig gemacht hat. Der hat sich auch geirrt, der hatte Theorien und Aussagen, die Geologen und die Botaniker, manchmal treffe ich welche, die sagen, das ist Unsinn und falsch und so. Also es war jetzt nicht alles richtig und das wollen wir hier auch gar nicht erzählen. Und wir werden das jetzt in dem Vortrag noch hören. Goethe hat natürlich seine Ergebnisse auch publiziert und war damit aber nicht so erfolgreich, wie er sich das gewünscht hätte, oft. Und er war oft verzweifelt auch und hat dann zum Beispiel seine Freunde, zum Beispiel Friedrich Schiller, hat er gefragt, verstehst denn du wenigstens, was ich hier gefunden habe? Und der Friedrich Schiller, das ist ja alles überliefert aus den Briefen, deshalb wissen wir das, der hat gesagt, naja, ich weiß nicht, ob ich alles so verstehen kann, was du hier herausgefunden hast, aber was ich begreife, das ist diese Methode, wie du die Welt anschaust, das ist das Wunderbare. Mach weiter. Genau. Und da bin ich mit Schiller einer Meinung, also diese Methode möchte ich Ihnen heute zeigen oder mit ein paar Beispielen belegen. Interessant für uns jetzt ist hier auch das Selbstbild, was Goethe von sich gehabt hat. Sie haben bestimmt von Goethe gehört als der Dichter und da hat er eigentlich seine Größe heutzutage. Und wenn man jetzt so eine Biografie heutzutage liest oder sich das im Internet anguckt, da würde man denken, ja, der ist der große Dichter und der hat als Hobby so ein bisschen Naturforscher, war der auch. Und für uns kann ja mal interessant sein, wie hat denn Goethe das selber gesehen? Und hier gibt es ein Zitat im Eckermann. Eckermann war ein Sekretär von Goethe. Als der schon sehr alt war, hat er alles mitgeschrieben, was der Goethe gesagt hat. Und das ist überliefert, das ist auch eine sehr wichtige Quelle für diesen Vortrag, der Eckermann. Und in diesem Eckermann steht folgendes Zitat von Goethe. Auf alles, was ich als Poet geleistet habe, bilde ich mir gar nichts ein. Es haben treffliche Dichter mit mir gelebt, es lebten noch trefflichere vor mir und es werden ihrer nach mir sein. Dass ich aber in meinem Jahrhundert in der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre der Einzige bin, der das Richtige weiß, darauf tue ich mir etwas zugute. Also wenn wir Goethe kennengelernt hätten, vielleicht mit 80 Jahren, und wir hätten den in der Kneipe getroffen und gefragt, was hast du so gemacht? Dann hätte er uns sicher von seinen großen literarischen Erfolgen erzählt, aber so richtig die Augen geleuchtet hätte bei seiner Farbenlehre, bei der Metamorphose der Pflanzen. Also er hat sich selber tatsächlich, wenn wir dem Zitat hier glauben, mehr als ein Naturforscher, als ein Entdecker gesehen. Und ich muss sagen, also mein Bild ist das auch, also wenn man sich mit dem Naturforscher beschäftigt, wird der Dichter immer kleiner, weil der Naturforscher eigentlich also für mich noch wichtiger ist. So, ganz am Anfang möchte ich von einem Naturgesetz schon mal erzählen, was Goethe ungefähr so gefunden hat. Und wir werden das sehen, Goethe hat die Natur betrachtet und er hat nach Prinzipien gesucht, die überall wiederkehren. Und er hat zum Beispiel, er hat in die Natur geguckt und er hat geschaut, an den Pflanzen und an den Tieren, die haben verschiedene Organe, diese Organe haben Fähigkeiten und
jeder Fähigkeit, die ein Tier oder eine Pflanze hat, steht ein Bedürfnis gegenüber. Und es gibt eigentlich in der Natur keine Bedürfnisse, die nicht gestillt werden. Also wenn wir unseren Körper betrachten, da sind ja alle Organe sind wichtig. Ne? Wir könnten jetzt nicht sagen, ja, 2/3 kann man richtig gut gebrauchen, der Rest hängt so dran. In der Natur ist immer alles von Bedeutung. Und dieses Naturgesetz, was er überall gefunden hat, darüber hat er dann nachgedacht und er hat sich gedacht, also er hat den Menschen immer als Teil der Natur gesehen und er hat sich gesagt, wenn der Mensch das Bedürfnis hat, herauszufinden, wie dieses Ganze hier funktioniert, was die Welt im Innersten zusammenhält, dann muss diesem Bedürfnis auch irgendeine Fähigkeit gegenüberstehen. Das muss irgendwie herauszufinden sein. Sonst würde das ja nicht zur Natur passen. Und das Interessante an dieser Sichtweise ist, das muss eigentlich auch schon für den Menschen vor 1000 Jahren gegolten haben. Und das heißt ja, der Mensch vor 1000 Jahren, der noch keine Teilchenbeschleuniger und keine Teleskope gehabt hat, der muss auch schon alles das gehabt haben, damit er sich diese Fragen beantworten kann, die er hat als Mensch. Und wir werden später noch sehen in dem Vortrag, dass wir das alleine nicht können. Wir haben nicht alles bei uns, was wir dafür brauchen, aber es ist alles da. Aber dazu später mehr. So, jetzt wollen wir mal mit der Methode anfangen, mit dem Schauen. Und das Schauen, das steht vielleicht dem Messen und Wägen bei der Naturwissenschaft gegenüber. Und das Schauen funktioniert anders als das einfache Gucken. Und wir wollen uns das jetzt mal hier ansehen. Ich habe, um diese Methode noch besser zu beschreiben, habe ich das auch noch auf eine poetische Art getan. Also ich habe heute hier diesen Vortrag für den Verstand und für den Geist und ich habe auch ein Buch geschrieben, da werde ich heute draus ein bisschen zitieren, das heißt Faust gelöst. Das ist eine Variante des Faust mit dem Unterschied, dass der Heinrich Faust, nicht den Mephisto hat an seiner Seite, sondern den Goethe. Der Goethe selbst wird der Lehrer vom Faust. Und die treffen aufeinander in diesem Buch hier. Und so passiert das auch. Und wenn diese beiden Geister aufeinandertreffen, der Faust, der Naturwissenschaftler, der misst und wägt und nach den Fakten schaut und auf der anderen Seite dann der ganzheitliche Wissenschaftler. Und wenn die miteinander ins Gespräch kommen, in den Dialog, dann fällt irgendwann, und das muss passieren, der Vorwurf, du vergleichst ja Äpfel und Birnen, weil das muss passieren, wenn diese Geister aufeinandertreffen. Und als Goethe das vorgeworfen bekommt hier in diesem Buch, dann sagt er, beides ist Obst und bildet sich aus einer Blüte und mit der Süße kommt die Güte, zum Reifen brauchen beide Licht. Warum vergleicht man sie denn nicht? Es ließe sich manch Gleichnis finden. Und ihr seht das hier, das ist eine Grafik, die habe ich gestaltet, da steht drunter, finde 7 Gemeinsamkeiten. Und an diesem Beispiel kann man das gut sehen. Wenn wir als Naturwissenschaftler herangehen, dann werden wir sehen, die Farben sind verschieden, die Formen sind verschieden, vielleicht die Gewichte sind anders. Dann ist das eine gehört in die Kategorie und das andere in das. Die Namen sind anders und wir finden nur Unterschiede. Wenn wir aber schauen wie Goethe, dann werden wir feststellen, die Prinzipien in diesen beiden Früchten, die sind prinzipiell dasselbe. Er sagt, beides ist Obst und bildet sich aus einer Blüte, mit der Süße kommt die Güte. Und wenn wir darüber nachdenken, wozu ist denn der Apfel da und die Birne? Was ist denn die Aufgabe von denen? Die sollen uns vielleicht nähren, da sind Kerne drin, diese Kerne sollen verteilt werden und dann bilden sich Bäume. Dann finden wir ganz viele Gemeinsamkeiten in dem Prinzip. Aber damit wir das finden können, müssen wir denken, die Prinzipien da drin. Also wozu ist der da? Was will denn der Apfel? Welchen Zweck hat das? Und wenn uns das gelingt, dann schauen wir schon. Das ist die erste Stufe des Schauens, das Wesentliche, die Idee in den Dingen zu sehen, wozu sind die da?
ne? Die Prinzipien. Genau. Und wenn uns das gelingt, also wenn Sie sagen, ja, ich sehe da schon Gemeinsamkeiten, ne, in der Aufgabe, die das beides hat, dann ist Ihnen schon dieser erste Schritt zum Schauen gelungen. So, wir wollen jetzt noch weiter schauen. Ach so, und eine Methode für das Schauen ist auch, ich habe Ihnen ja noch ein bisschen mehr Obst hingetan, umso mehr Obst wir kennenlernen, umso mehr verstehen wir, was ist denn der Wesenskern, worum geht es denn dabei bei dem Obst. Und wenn wir aber versuchen, das zu formulieren und festzunageln, dann würden wir vielleicht bei Apfel und Birne würden wir sagen, ja, da sind viele Kerne drin, das sind Samen für neue Bäume und dann begegnet uns die Pflaume, da ist bloß ein Kern drin und da haben wir schon ein Gegenbeispiel. Und wenn wir dann sagen, ja, aber die sind alle süß, und die schmecken uns süß, dann zeigt uns jemand eine Zitrone und dann haut es schon wieder nicht hin. Das heißt, wir können das Wesen eigentlich erfassen und immer wenn wir anfangen, Beweise dafür zu finden und Kategorien, dann haben wir Schwierigkeiten. Und das Wesen aber zu sehen, das ist das Schauen. Und als damals 1990 die Wende war, da ist ja der Ostdeutsche stand plötzlich vor einem Obst- und Gemüseregal und da waren Kiwis und Litschis und so. Aber das hatte man noch nie gesehen, aber man konnte sich schon denken, naja, das werden wohl Früchte sein, die wird man essen können, weil man schon so ein bisschen erkannt hat, was ist eine Frucht. Und vielleicht eines Tages gibt es Fotos vielleicht von fremden Planeten, von der Vegetation, vielleicht wird das mal entdeckt. Und da sieht man dann vielleicht gleichförmige, buschartige Dinger, wo plötzlich so bunte Punkte drin sind. Und dann werden wir sagen, das ist bestimmt Obst oder irgendeine, weil man das Wesentliche verstanden hat, was ist eigentlich Obst. Und wir werden nachher noch über die Urpflanze sprechen. Und bei diesem Beispiel könnte man sagen, wenn wir ein neues Stück Obst sehen und gleich wissen, dass es Obst ist, dann haben wir das Urobst gefunden. Nachher sprechen wir über die Urpflanze. So, weiter geht's mit dem Schauen. So, ich habe Ihnen jetzt mal hier ein paar Bilder hingetan von Menschen, die haben sehr vorstechende Merkmale. Ne, ganz besondere Zähne oder eine große Nase oder die Stirn. Vielleicht haben Sie mal solchen Menschen kennengelernt. Und vielleicht, wenn Sie den Mensch dann kennengelernt haben, wenn Sie sich mit dem unterhalten haben, dann ist es Ihnen vielleicht passiert, dass dann irgendjemand Neues dazu kam und gesagt hat, Mensch, der ist aber dick oder der schielt aber. Und dann haben Sie sich selber gedacht, ja, das stimmt, aber ich sehe das gar nicht mehr. Das ist verschwunden. Diese hervorstechenden Merkmale, die am Anfang so klar und deutlich sind, die verflüchtigen sich plötzlich. Und das passiert aber nur, wenn Sie mit den Menschen in Beziehung treten. Wenn Sie zum Beispiel einen Nachbarn haben, mit dem Sie sich nicht unterhalten, den können Sie noch so oft sehen. Das Merkmal wird nicht verschwinden. Erst wenn Sie in Beziehung treten, und das kommt dahin, dass Sie dann, wenn Sie in Beziehung treten mit einem anderen Menschen, mit einem Tier, dann schauen Sie schon das Wesen. Und das passiert uns allen, das ist nichts Besonderes und dieses Wesen zu schauen, das gehört auch zum Schauen. Und am deutlichsten ist sowas zu merken, wenn man eine Leiche sieht. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Leiche gesehen haben von einem Menschen oder von einem Tier, vielleicht von einem Tier, was Sie sogar gern gehabt hatten, dann wird Ihnen das passieren, dass Sie auf diesen Leichnam schauen und wenn Sie vorher mit dem eine Beziehung haben, dann müssen Sie sagen, der ist da nicht mehr drin, der ist weg. Das sieht ganz anders aus. Und das hilft auch nicht, daran zu wackeln und zu bewegen, das ist weg. Das Wesen ist weg. Und diese Erfahrung kann man machen und wenn man jetzt einfach bloß einen toten Vogel sieht oder so, das ist ein toter Vogel. Wenn man den aber kannte, den Vogel, dann ist der Unterschied eklatant. Und dieses Wesen, das kann man nicht messen, das kann man nicht zeichnen und das gehört aber auch zu dieser Forschungsmethode, dieses Wesen zu schauen. So, wir machen mal weiter mit dem Schauen. So, hier auf der linken Seite, da sehen Sie eine Tomatenpflanze. Und wer Gärtner ist und sich ein bisschen auskennt mit Pflanzen und vielleicht auch selber welche schon großgezogen hat, der wird nicht nur eine Tomatenpflanze sehen, sondern der wird sehen,
der Pflanze geht es nicht gut, oder? Und es gibt Menschen, die gucken sich so eine Pflanze an und die machen sofort so, oh. Und diese Reaktion ist ein Mitfühlen. Also es gibt Menschen, die gucken das an und denken, ja, die lässt die Blätter ran. Und es gibt Menschen, die fühlen mit, denen wird man das gleich ansehen im Gesicht. Und dieses Mitfühlen, das ist auch ein Stück vom Schauen. Also wenn ich sehe oder wenn ich wahrnehmen kann, wie es dem anderen Wesen geht, das ist ein Schauen. Und dann gibt es Menschen, die verziehen nicht nur das Gesicht, sondern die haben keine Ruhe, bis die da Wasser reingekippt haben. Also ich kenne meine Schwägerin, die ist so, die sieht so eine Pflanze und die kippt da Wasser rein, die hält das nicht aus, so eine Pflanze zu sehen. Und das ist nicht nur ein Mitfühlen, sondern ein Mitwollen. Also ich will das, was die Pflanze will. Und die denken sich dann nicht, naja, wenn ich die jetzt gieße, dann haben die dann irgendwann Früchte und die kann ich essen und deshalb schütte ich da Wasser rein, sondern es ist ein Impuls, der aus der Intuition kommt, die müssen da Wasser rein tun. Und das sind so 3 Stufen des Schauens, also das Mitdenken, das Denken, was will der Apfel, wozu ist der da, welcher Begriff ist da drin? Dann das Mitfühlen und die höchste Stufe ist das Mitwollen. Und dieses passive Wollen, wenn ich will, was jemand anders will, das können wir auch nennen das Lieben. Also wenn ich das will, was jemand anders will, dann ist das Lieben. Und die Mutter, die will das, was das Wesen des Kindes will, und das können wir bezeichnen als Lieben. Und das ist die höchste Form hier bei mir zumindest des Schauens. Und deshalb können wir sagen, das Schauen ist auch der liebevolle Blick. Wenn ich mich interessiere, was ist da für ein Wesen? Was will das? Wie geht's dem? Das ist ein liebesvolles Schauen. Und jetzt habe ich ja einen Begriff hier eingeführt in die Naturforschung, der ist ja auf der anderen Seite der Naturforschung ist der ja ganz verboten. In der Naturwissenschaft die Liebe, um die Liebe geht es ja da gar nicht, die wird ja so ausgeklammert. Und bei Goethe gibt es aber das Lieben. Und Goethe ist sogar so, dass der sagt, ohne die Liebe hast du keine Chance. Er sagt sogar, man lernt nichts kennen, als was man liebt. Und je tiefer und vollständiger die Kenntnis werden soll, desto stärker, kräftiger und lebendiger muss Liebe, ja Leidenschaft sein. Und hier taucht auch schon der Begriff der Kenntnis auf oder der Erkenntnis. Und da scheiden sich auch die Geister, weil hier geht es nicht darum, besonders viel Wissen anzusammeln, sondern ein Erkennen. Also, und vielleicht kennt ihr das, in der Bibel steht das immer, wenn in der Bibel jemand Sex hat, dann steht, sie erkannten sich. Ja, das wird schon so benutzt bei der Sexualität. Und hier im Faust gelöst, in meinem Buch, da schanken die sich fast in diesem Dialog, der Faust und der Goethe. Und der Faust sagt, wir haben so viel Wissen und so. Und Goethe ist aber nicht so begeistert, der sagt, na ja, das ist ja, oft ist es nur ein Beschreiben oder ein Benennen. Doch ob es auch die Antwort ist, es gibt ein Mittel, wie man es misst, ist mit der Antwort auch die Frage ganz verschwunden. Dann ist die Antwort erst gefunden. Und hier haben wir ein anderes Bild von der Erkenntnis. Wir werden das dann nachher noch sehen. Friedrich Nietzsche hat sich auch dazu geäußert. Also Goethe versucht nicht so viel darüber rauszufinden, Fakten zu sammeln und irgendwelche Zahlen, sondern er sagt, es muss eine Erkenntnis geben, erst dann wird die Frage, die mich bewegt hat, wirklich geheilt. Und dazu braucht man den liebevollen Blick, das Schauen. So, und jetzt wollen wir mal schauen und das mal ausprobieren, weil das hört sich ja jetzt vielleicht ganz interessant an und man nimmt die Mädels mit der Liebe natürlich, aber kann denn das funktionieren in der Naturforschung? Das ist jetzt die Frage.
Und wir gehen jetzt hier, ich glaube, das ist auch die erste Veröffentlichung, die er gemacht hat, wissenschaftlich, vielleicht irre ich mich auch, zur Metamorphose der Pflanzen. Und er hat hier dieses kleine Heftchen geschrieben, das heißt, der Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären. Und Metamorphose, das heißt so viel wie Meta, ist immer das übergeordnete Prinzip und Morphologie, Morpho ist die Form, also das Prinzip von der Formumwandlung der Pflanze, heißt Metamorphose. Und Goethe forscht mit diesem Schauen, von dem ich euch gerade erzählt habe, wie entwickelt sich das, er versucht das Wesen, das sich da entwickelt, zu schauen und beobachtet ganz genau, was passiert und versucht, Gesetzmäßigkeiten zu finden, die überall gleich sind. Und er findet zum Beispiel an den Pflanzen, dass sich alles als Blatt anfängt zu entwickeln. Er trifft die Aussage, alles ist Blatt. Goethe sagt, egal was die Pflanze ausbildet, ob es ein Dorn ist oder ein Stachel, eine Wurzel, ein Blütenblatt oder Stempel und Narbe, alles beginnt als Blatt und formt sich dann durch Auseinandergehen und Zusammenziehen dann in diese Form, zum Beispiel erst wird das Blatt und dann wird es ganz hart und wird ein Dorn, aber er findet diese Gesetzmäßigkeit, alles ist Blatt. Und er sucht auch nach der Urpflanze und das ist ganz interessant. Wir werden das an vielen Beispielen heute noch sehen. Goethe ist überhaupt nicht verstanden worden heute, was der überhaupt gemacht hat. Also ganz viele Biografen haben das überhaupt nicht verstanden. Die haben eine Biografie geschrieben und wenn man jetzt zum Beispiel die Urpflanze im Internet eingeht und das da liest in seinen Biografien, das klingt dann so, als ob Goethe nach Italien gefahren wäre und dann hat er dann hinter dem Strauch geguckt und hinter der Wand, ob irgendwo die Urpflanze ist. Aber das ist Quatsch. Goethe hat ein geistiges Bild gesucht. Also der hat sich gefragt, warum erkennen wir denn, das Ding ist eine Pflanze? Ne? Also wieso können wir das unterscheiden, Tier, Pflanze und Stein? Wir müssen ja irgendwie so ein inneres Bild in uns haben, das wir dann abgleichen und sagen, ja, das ist eine Pflanze. Und dieses hat er gesucht in seinem Inneren. Also der ist nicht rumgerannt und hat irgendwie die rudimentärste Pflanze gesucht. Und das können Sie aber überall lesen, das hat irgendwie niemand so richtig verstanden. Also wenn man das bei Wikipedia eingibt, das ist Hanebüchen, was da für ein Unsinn, auch mit Zeichnungen und so, wie die aussehen könnte, das kann man natürlich nicht zeichnen. Und Goethe schaut und forscht und er findet eine Abfolge in der Entwicklung der Pflanzen, die ist relativ lang beschrieben und ich habe das mal so zusammengekürzt, was hier steht als Entwicklungsgedanke. Und er findet, alles entwickelt sich, alle Pflanzen vom Samen zum Keim. Ich werde das mal so vorsehen, also vom Samen zum Keim, zum Spross, zur Blüte, zur Frucht, zum Samen. Und dieses Prinzip, wir haben uns erst das schon so angeguckt, das habe ich mal, hier, das habe ich erfunden, da ist diese Idee drin, das habe ich genannt, das ist ein Morphometer und hier kann man das wiederfinden, vom Samen zum Keim, das steht hier so drauf, zum Spross, zur Blüte, zur Frucht. Und hier an diesem Morphometer kann man das gut sehen, dass in der Frucht sind wieder Samen drin. Also wieder geht dann der Kreis von vorne los, sind dann wieder die Samen drin. Und Goethe findet das und sagt, so entwickeln sich die Pflanzen. Es gibt natürlich auch Pflanzen, die Ableger haben, die entwickeln sich dann vom Samen zum Keim zum Spross, zum Keim zum Spross, zum Keim zum Spross. Also, aber der große Kreis ist dieser vom Samen zum Keim zum Spross, zur Blüte, zur Frucht, zum Samen. Und Goethe findet das und er hat sofort ein Problem, das jeder Entdecker hat. Also wer Kinder hat, die Naturforscher sind, wenn die eine Entdeckung machen, man muss das sofort jemandem erzählen und am besten so, dass derjenige das auch versteht. Und Goethe konnte das damals nicht einfach im Internet posten, sondern der
ist einfach zu sich nach Hause gegangen aus dem Garten und da ist er auf Christiane getroffen, seine Frau, und der wollte der das jetzt so erklären, was er gefunden hat da, diese Abfolge, war total begeistert. Und es ist jetzt nicht überliefert, ob er es erst so versucht hat, hier mit seiner Abhandlung und mit den Fachbegriffen, oder ob er sich gleich gedacht hat, naja, die Christiane, die wird zwar schön, die wird das toll finden, wie begeistert ich bin, aber ob die dem folgen kann, ich mache das mal so, dass der Christiane das auch gefällt. Und er hält ihr eben nicht diese Abhandlung unter die Nase, sondern er schreibt ein Gedicht, das mit dem gleichen Titel, die Metamorphose der Pflanze. Und dieses Gedicht ist nur für Christiane. Er wendet sich auch an sie und beschreibt hier, was er gefunden hat. Ich will mal den Anfang vorlesen. Dich verwirret, Geliebte, die tausendfältige Mischung, ich lese mal von hier, dieses Blumengewühls über den Garten umher. Viele Namen hörest du an und immer verdränget mit barbarischem Klang, einer dem anderen im Ohr. Alle Gestalten sind ähnlich und keine gleichet der anderen, und so deutet der Chor auf ein geheimes Gesetz. Auf ein heiliges Rätsel, oh, könnt ich dir, liebliche Freundin, überliefern sogleich glücklich das lösende Wort. Was so viel heißt wie, ich habe was entdeckt, wie sage ich es dir bloß? Und er ist begeistert und dann beginnt er dieses, was ich euch gerade gesagt habe, vom Samen zum Keim, zum Spross, zur Blüte, zur Frucht, zu umschreiben, dichterisch. Und das mache ich jetzt aber nicht alles, sondern ich lese jetzt, wie es dann weitergeht. Wende nun, o Geliebte, den Blick zum bunten Gewimmel, das verwirret nicht mehr sich vor dem Geiste bewegt. Jede Pflanze kündet dir nun die ewigen Gesetze, jede Blume, sie spricht lauter und lauter zu dir. Und das ist ganz wichtig. Goethe sagt, ich habe dir jetzt was erzählt, aber das ist nur eine Inspiration. Du musst rausgehen in den Garten und das selber wiederfinden. Ohne die Erfahrung ist es nichts wert. Und geh also raus und schau dir das alles an. Und das versteht schon Goethe, dass er das nicht einfach ihr erklären kann und sie nickt, sondern es ist eine Inspiration und dann muss man das selber finden in der Natur, in der Welt. Und der Vortrag, den ich heute halte, ist natürlich auch bloß so eine Inspiration. Ihr müsst das dann in euren Beziehungen und in der Natur alles wiederentdecken. Nur so kommt es zur Erkenntnis. Und dann geht es weiter. Aber entzifferst du hier der Göttin heilige Lettern. Göttin ist die Natur. Überall siehst du sie dann auch im veränderten Zug. Kriechend zaudert die Raupere, der Schmetterling eilet geschäftig. Bildsam ändere der Mensch selbst die bestimmte Gestalt. Also Goethe sagt hier nicht weniger als dieses Prinzip, was er da gefunden hat, das ist nicht nur bei den Pflanzen so, dass die sich entwickeln vom Samen zum Keim, zum Spross, zur Blüte, zur Frucht, zum Samen, sondern das ist auch in den Tieren und in den Menschen. In allem Lebendigen findet er diese Abfolge. Und weiter. O gedenke denn auch, wie aus dem Keim der Bekanntschaft nach und nach in uns holde Gewohnheit entspross, Freundschaft sich mit Macht aus dem Inneren enthüllte und wie Amor zuletzt Blüten und Früchte gezeugt. Und Goethe sagt hier sogar, unsere Liebesbeziehung hat sich genauso entwickelt. Der Samen, das war so die erste Idee, da ist jemand. Dann hat man mal so gedacht, vielleicht kann ich ja mal hingehen, vielleicht mich vorstellen lassen, das war der Keim. Dann ist man mal spazieren gegangen und hat vielleicht mal was zusammen gemacht und das Ganze ist ein bisschen gewachsen. Das war der Spross und dann plötzlich wurde das ganz schön und eine Freude, das war dann die Liebe, die da ausgebrochen ist, die Blüte und zum Schluss, sagt er hier, hat Amor die Früchte gezeugt. Und also Goethe sagt, er hat ein Prinzip gefunden mit diesem Ablauf hier, so können wir die ganze Natur denken. Und das ist wirklich ein qualitatives Denken. Also ich habe mir hier dieses Gerät gebaut, weil ich das wirklich zum Denken nehme. Wenn ich meine Vorträge, meine Kunstwerke entwickle, dann entwickeln die sich immer so und ich kann mich fragen, wo bin ich denn gerade? Was ist denn als nächstes nötig?
Habe ich denn das richtig gemacht? Und das ist auch, also hier haben wir schon so ein Beispiel für den Gewinn in unserer Zeit. Ich will mal bloß als Beispiel, also wenn wir heutzutage zum Beispiel gesellschaftlich darüber nachdenken, unser Bildungssystem funktioniert nicht. Ne? Haben wir ja schon rausgefunden, irgendwie das klappt nicht. So, die einzige Lösung, die den Leuten einfällt, ist mehr Geld. Ja, wir müssen einfach mehr Geld. Und wenn es nicht mehr Geld ist, dann braucht man mehr Lehrer. Aber wir denken ja überhaupt gar nicht nach, was wünschen wir uns? Wozu ist das überhaupt da? Ne? Und mit diesem Entwicklungsgedanken von dem Goethe, dann würden wir wissen, alles beginnt mit dem Samen. Und der Samen, das ist der Traum von der Frucht. Also wir müssen erstmal spinnen und überlegen, was wünschen wir uns denn eigentlich? Wozu soll denn das Bildungssystem da sein? Was ist denn das Schönste, was passieren kann? Und wenn wir das geträumt haben, dann können wir sagen, wie können wir denn das machen? Und dann sind wir schon im Keim. Und dann entwickelt sich das Schritt für Schritt. Und es ist ein natürliches Denken, was uns wirklich voranbringt und was klar strukturiert ist, aber mit der Intuition und allem. Also ich bin total begeistert. So, und wir wollen jetzt aber nochmal schauen, das Gedicht geht noch weiter. Zum Schluss sagt er nämlich, freue dich auch des heutigen Tages, die heilige Liebe, strebt zu der höchsten Frucht gleicher Gesinnung auf, gleicher Ansicht der Dinge, damit in harmonischen Anschauen sich verbinde das Paar, finde die höhere Welt. Und ihr seht das ja, ich habe das so mit den Farben gemacht. Und die Frage, die wir uns vielleicht stellen können, was ist denn die Frucht der Liebesbeziehung? Wozu ist denn so eine Liebesbeziehung da? Ne? Was ist denn der Nutzen? Also hier steht Nutzen bei Frucht. Und da können wir ja sagen, naja, vielleicht von der körperlichen Liebe, der sinnlichen Liebe, da sind die Kinder sind die Früchte. Das ist doch das Nützliche für die Gesellschaft, die Kinder, die wir hervorbringen. Aber wir können auch sagen, naja, jeder von uns entwickelt sich auch dabei und das ist auch wichtig für uns. Vertrauen ist eine Frucht der Liebesbeziehung. Aber Goethe sagt hier, eigentlich ist das dazu da, und das ist uns so ein bisschen vage, was meint er wohl damit? In gleicher Ansicht der Dinge, harmonischen Anschau, verbinde sich das, finde eine höhere Welt. Und das ist wohl für Goethe die Frucht der Liebesbeziehung, eine höhere Welt zu finden. Und was er damit meint, werden wir vielleicht dann zum Schluss nochmal bei einem anderen Beispiel sehen. Ja, was aber auch in diesem Beispiel noch ganz interessant ist, hier an Methoden, ist zum einen der Perspektivwechsel. Also, wie kann ich etwas erkennen? Und hier ist ein Beispiel dafür, versuch es jemandem zu erklären, der ganz anders denkt als du, und du wirst diese andere Perspektive annehmen, die du brauchst, um es zu verstehen. Ne? Also das hat ja jeder von uns schon mal die Erfahrung gemacht, wenn man jemand anders was erklären, verstehen wir es dann selber erst so richtig. Und es ist sogar so, umso anders der andere ist, also umso weniger der das irgendwie verstehen kann, so wie ich, umso besser ist es für mich, um zu lernen, was es wirklich ist. Also dieser Perspektivwechsel. Und die nächste Methode ist natürlich die Kunst. Also ein Gedicht zu einer Frage zu stellen, zu schreiben, ein Bild darüber zu malen, Tagebuch zu schreiben über das fördert auch diesen Erkenntnisprozess. Also ich als Künstler erlebe das, aber das muss man tatsächlich ausprobieren, sonst kann man gar nicht glauben, wie gut das funktioniert. So, das war es jetzt erstmal wir müssen ein bisschen, damit wir was schaffen, vorschreiben. Und ich habe euch ja gesagt, umso mehr wir an Beispielen sehen, wie bei dem Obst, umso besser können wir vielleicht verstehen, welche Methode ist das hier. Und deshalb zeige ich euch jetzt hier noch die Wirbeltheorie und die Knochen, mit denen sich der Goethe auch beschäftigt hat. Ja, früher habe ich irgendwo gelesen, Goethe hat den Zwischenkieferknochen entdeckt bei Menschen. Und da habe ich mich erstmal gewundert, warum ein Dichter einen Zwischenkieferknochen entdeckt. Wie geht das? Und dann habe ich mir so gedacht, wie kann man denn im 18. Jahrhundert einen Knochen entdecken, der ja vorher schon da war? Also da haben ja bestimmt überall Skelette rumgelegen, tausende von Jahren. Wie kann man denn so einen Knochen entdecken? Verstehe ich nicht.
Und da habe ich tatsächlich recherchiert und mir im Internet angeguckt und ich habe es nicht verstanden, bis ich dann die Geschichte dahinter gefunden habe, wo es einen Sinn macht. So, Goethe, muss man dazu sagen, war unglaublich universal interessiert, hat sich alles angeguckt, hat alle Abhandlungen gelesen und er hat sich die Skelette angeguckt von Fischen, von Vögeln, von Säugetieren, von Reptilien und hat mit seinem Schauen festgestellt, dass die alle sehr ähnlich sind. Die Fische gleichen sich, auch wenn es große, dünne, dicke gibt, alle sind so ähnlich. Die Reptilien und die Vögel, die sind ein bisschen ähnlich, die könnten tatsächlich ein bisschen verwandt sein. Und er hat sich natürlich auch den Menschen angeschaut und hat festgestellt, der Mensch ist mit dem Säugetier verwandt. So, das ist ganz klar zu erkennen gewesen für ihn. Und damals war das aber so, da gab es ja noch einen höheren Einfluss der Kirche und die haben gesagt, der Mensch ist was Besonderes, der ist nicht mit denen verwandt. Und das beste Argument, was die hatten, war, dass es beim Affen, beim Hund, beim Pferd einen Knochen gibt, den hat der Mensch nicht. Und bei den Pferden und bei den Hunden ist das so ganz lang vorne dran und das ist noch so ein zusätzlicher Knochen, der ist hier wie so drin. Bei uns gibt es da den nicht. Und das war das Argument. Und Goethe hat sich gedacht, naja, ich habe ja vom Wesen her geschaut, es muss diesen Knochen geben und deshalb hat er wie verrückt danach gesucht und hat dann tatsächlich mit einem Kollegen die Föten von ungeborenen Kindern untersucht, die auch schon ein Skelett haben und hat da entdeckt, dass dieser Zwischenkieferknochen vor der Geburt noch getrennt war und dann zusammenwächst und wenn das Kind geboren wird, dann sieht man schon nichts mehr und hat so diesen Knochen entdeckt. Und er hat aber nicht einfach einen Knochen entdeckt, sondern er hat belegen wollen, dass der Mensch mit dem Säugetier verwandt ist. Darum ging es. Aber die Geschichte findet man irgendwie nirgends. Ihr habt es ja jetzt gehört. Und das ist das dann auch irgendwann anerkannt worden. Er hat das dann immer publiziert. Erst haben sie noch gesagt, so, nee. Und dann hat das eine Weile gedauert. Da haben sie gesagt, ja, der Goethe hat den Zwischenkieferknochen im Menschen entdeckt. So ist die Geschichte. Und Goethe hat sich natürlich noch viel mehr mit den Knochen und mit den Skeletten beschäftigt. Und wir sehen jetzt hier unten so ein Bild, das ist wie mit dem Obst erst, könnt ihr euch erinnern, finde 7 Gemeinsamkeiten. Und hier haben wir 3 Wirbel aus der Wirbelsäule. Und dass das im Prinzip ähnlich oder dasselbe ist, das kann man auch nicht messen und das kann man eigentlich auch nicht sehen, aber man kann es ahnen. Und wenn man die in Action sieht, wie die wirken, dann sieht man es noch mehr. Das ist im Prinzip dasselbe. Und dem Goethe, der hat auch so Schädel gesammelt, der hatte sogar einen großen Elefantenschädel bei sich zu Hause und hat ihn sich schicken lassen irgendwoher und untersucht. Und er hatte auch so einen Schafschädel und der Schafschädel ist ihm mal runtergefallen und ist an den natürlichen Bruchstellen auseinandergebrochen in ich weiß nicht genau wie viele Teile. Und dann hat Goethe gesehen an diesen Bruchstellen, dass die Knochenplatten vom Säugetier früher auch bloß Wirbel waren, die sich so hingeschoben haben. Also unser Kopf ist im Prinzip, müsste man einfach nach oben verlängern und das hat sich so irgendwie in der Evolution so hingeschoben. Und er hat dann gesagt, alle Knochen, die wir haben, sind mal Wirbel gewesen. Alles ist Wirbel. Das war so seine Aussage dazu. Ich habe jetzt hier auch den Zeigestock erfunden noch, aus dem Morphometer. So, und jetzt kommen wir zur Farbenlehre. Wir haben es ja schon gesehen, ihr habt ja auch schon durch das Prisma geguckt. Das hält Goethe für seine größte Entdeckung. Das ist sein Superhit, so meint er selbst. Also er hat es nicht so genannt, sicher. Und ja, die Farbenlehre. Wie kam es zur Farbenlehre? Wir sehen hier oben links, das ist ein Bild von Isaac Newton. Isaac Newton hat 100 Jahre vor Goethe gelebt und der ist am bekanntesten eigentlich durch seine Gravitationstheorie, also der hat die Gravitation gefunden, beschrieben und da ist er als Physiker berühmt geworden, aber er hatte auch noch andere Abhandlungen geschrieben und zwar eine davon ist die Optik. Also Newton hat die Optik geschrieben, man hat sich damit beschäftigt, was sind die Farben, was ist das Licht.
Und wenn man das ganz zusammenfasst, dann hat im Prinzip der herausgefunden, der Newton, die Farben sind Teile des weißen Lichtes. Das hat Newton herausgefunden und Goethe hat das natürlich gelesen, er hat alles gelesen, hat sich dafür interessiert und sagt dann aber schon, er hat sich immer so ein bisschen gewundert. Also Newton hat ja gesagt, wenn man das weiße Licht aufspaltet, dann kommen die bunten Farben raus und wenn man das wieder zusammenfügt, kommt weißes Licht raus. Und da hat sich Goethe schon gewundert und gesagt, wenn ich aber blau und rot und so zusammen mache, das muss doch eigentlich dunkler werden. Wieso wird denn das heller? Weiß ist doch heller. Das fand er komisch. Und dann hat er irgendwie gesagt, ach, ich würde es schon mal selber ausprobieren. Und er hat gehört, dass ein Bekannter von ihm, der hatte so ein paar Gerätschaften, unter anderem so ein Prisma, wo ihr schon durchgeguckt habt erst. Und er hat gesagt, ach, das will ich selber mal, ob das denn stimmt. So. Und dann hat er sich dieses Prisma ausgeliehen von dem und das lag rum, der hat sich gar nicht so sehr dafür interessiert, der hatte andere Sachen zu tun. Und der schrieb schon den 3. Brief, wann kriege ich endlich mein Zeug wieder, weil der hat nicht reagiert, der Goethe. Und er hatte gesagt, gut, und hat das zur Postkutsche gebracht und wollte es dem schicken und denkt sich aber auf dem Weg, ach, einmal will ich noch durchgucken. Und dann schaut er durch und sieht das, was ihr auch gesehen habt heute, ungefähr das hier. Und er erwartet eigentlich ein Regenbogenspektrum zu sehen und guckt auf so eine große weiße Wand und da sind keine Farben. Und dann dreht er sich zum Fenster und zur Tür und plötzlich sieht er die Farben. Und in seinen Memoiren schreibt Goethe über diesen Moment, Zitat, und ich sprach wie durch einen Instinkt sogleich vor mich laut aus, dass die Newtonsche Lehre falsch sei. Also Goethe meint, den Newton widerlegt zu haben. Newton hat sich geirrt, der kriegt sein Zeug nicht wieder, ich muss das erforschen, das ist eine Sensation. So. Und also ihr seht jetzt hier ein Bild, das ist bei mir hier aus dem Fenster einfach fotografiert. Ich habe einfach das vor die Linse gehalten, also ihr habt ja erst schon so durchgeschaut, da kann man auch so durchfotografieren. Und das ist hier die Lutherkirche. Und was Goethe hier sieht, ist, der sieht keinen Regenbogen, und er schaut prinzipiell, der sieht sofort das Prinzip, der fragt sich, wo sind die Farben? Und dann sieht er, dass die Farben immer nur an den Grenzen zwischen Helligkeit und Dunkelheit sind. Und sonst sind die Farben nicht zu finden. Und er hat ja vorher durch dieses an die weiße Wand geguckt und da waren keine Farben. Und was Goethe hier sieht, ist, und auch schlussfolgert ist, wenn es nur an den Kanten zwischen Dunkelheit und Licht ist, und man sieht ja hier sogar, umso mehr der Kontrast, umso dunkler das Dunkle, umso heller, umso mehr ballern die Farben. Und wenn das bloß so ein bisschen ist, das seht ihr hier am Rand, dann ist das bloß so leicht. Und da sieht ihr, die Finsternis, die Dunkelheit ist eine Voraussetzung für die Farben. Das ist hier deutlich zu sehen. Und zur Finsternis hat sich aber Newton gar nicht geäußert. Der hat gesagt, das ist das Licht und in dem Licht drin und Finsternis brauche ich nicht zu sagen, gibt es ja eigentlich nicht. Das ist ja nichts. Ne? Das ist ja die Physik. Genau. Und Goethe sagt aber, nee, mein Freund, das muss ich nochmal richtig machen. Und er erforscht das, er formuliert das und vollzieht auch die Experimente nach, also das ist ja nicht genau das Experiment gewesen vom Newton, sondern und schaut sich das alles nochmal an. Und ihr seht jetzt hier, und die Postkarten auch, ihr seht jetzt hier oben, das ist das berühmte Plattencover von Pink Floyd, Dark Side of the Moon, und das zeigt das, was Newton gesehen hat. Und das ist ein Foto davon, das habe ich gemacht. So. Und wenn man jetzt hinguckt, dann denkt man, ja, das ist ja ungefähr das. Aber wir werden mal schauen. Ich zeige euch mal jetzt gleich einen Film zum Farbenstrahl. Das dauert jetzt ein bisschen. Und ich habe nämlich genau dieses Experiment auch nachvollzogen, was dann Goethe auch nachvollzogen hat. Also ich glaube das auch nicht. Es muss alles nachvollzogen werden.
So, jetzt gucken wir uns den an, er ist 2 Minuten lang. Schaut mal hin. Der Farbenstreit zwischen Newton und Goethe kurz erklärt. Newton schreibt seine Optik über das Licht und hat ungefähr dieses Bild bei seinen Experimenten und behauptet zu sehen oder interpretiert es so, dass das weiße Licht der Sonne in das Prismafeld, dort bricht sich das weiße Licht und fächert sich auf in diese Regenbogenfarben. Goethe macht das gleiche Experiment 100 Jahre später und sieht auch dieses Bild und erkennt, dass Newton falsch geguckt hat und dass die Farben sich nur an den Kanten zwischen Helligkeit und Dunkel bilden, wie hier zu sehen ist. Und zwar gibt es 2 Spektren, Gelb-Orange und Blau-Hellblau. Und nur sagt Goethe in dem Spezialfall, dass dieser Schlitz sehr dünn ist, durch den das Licht fällt, dann berühren sich die beiden Spektren und es mischt sich das Grün aus dem Gelb und dem Blau. Newton hat gesehen, wie hier das Grün schon rauskommt und es sich auffächert, und Goethe hat gesehen, das stimmt nicht, er hat falsch geguckt. Und die Schlussfolgerung von Goethe ist es, dass die Voraussetzungen für die Farben sind Helligkeit und Dunkelheit. Bei Newton ist es nur das Licht. Wenn du mehr über die Farbenlehre von Goethe erfahren möchtest. Genau, da kann man noch so ein Video mal gucken im Internet. Genau, das war jetzt im Prinzip das Experiment nachvollzogen, was Goethe dann auch gemacht hat. Also er hat sich damit bestätigt, in dem, was er gefunden hat. Es ist ganz eindeutig, Newton hat einen Spezialfall beobachtet, weil der so ein kleines Loch in den Pfingsten, kam es ihm so vor, als ob sich, aber es stimmte ihm nicht. Und Goethe ist total begeistert, das ist seine große Entdeckung, und er schreibt allen Physikern, die er kennt, schreibt er das, beschreibt das Experiment, schau mal nach. Und Goethe wartet und kriegt keine Antworten, Vertröstungen, ach, das ist nicht mein Fachgebiet oder ich habe gerade keine Zeit. Jedenfalls wird er nicht bestätigt von den Physikern, die er kennt. Alle verhalten sich irgendwie seltsam. Und weil das so lange dauert, sagt sich Goethe, gut, dann mache ich es selbst und schreibt die Farbenlehre. Und ich habe euch ja erst diese Metamorphose der Pflanzen gezeigt, dieses Heftchen, das hatte 40 Seiten und die Farbenlehre hat 1500 Seiten. Und ich glaube, die hat niemals ein Mensch ganz gelesen. Und in diesem Buch geht es im Prinzip darum, die Experimente von Newton alle haarklein nachzumachen, zu falsifizieren, zu zeigen, was er falsch gemacht hat. Er macht das unglaublich gründlich, empirisch, Falsifikation, also es ist alles wissenschaftlich und beschreibt halt, was er da gefunden hat. So, und das Allerinteressanteste an der ganzen Geschichte ist, bis heute interessiert sich niemand dafür. So wie der Newton das beschrieben hat, steht es bis heute in allen Lehrbüchern. Wenn Sie das recherchieren im Internet, werden Sie immer sagen, ja, Goethe hat sich geirrt. Und das will ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich habe die Experimente nachvollzogen. Ich sage, Goethe hat recht. Wenn man das Experiment macht, sieht man es. Es ist ganz eindeutig. Und das wurde aber nie anerkannt. Bis heute hat keinen interessiert. Und ich habe natürlich darüber nachgedacht, wieso ist denn das so? Ist doch jetzt nicht so schlimm. Also was der über die Gravitation gefunden hat, wurde ja zum Teil auch vom Einstein dann besser gemacht. Wieso kann das denn niemand anerkennen? Ne? Also dass man es nicht gesehen hat. Also es gibt zum Beispiel berühmte Physiker, die sagen immer, ja, der Goethe, der hat ja auch tolle Sachen gemacht. Und keiner äußert sich so richtig dazu. Und der Grund dafür, meine ich, ist, dass das Weltbild der Physik, wenn man das anerkennt, kann nicht mehr weiter bestehen. Weil dass die Finsternis etwas ist, das kann jemand, der daran glaubt, dass die Materie die Grundlage von allem ist, kann der nicht denken. Und dann
das sind halt alles Menschen, die sagen dann nicht, da haben wir uns geirrt, ist alles Blödsinn, sondern das ist dann unter ferner Liefen einfach so geblieben. Also das ist ein bisschen so, wenn Sie jetzt zum Beispiel so einen richtigen Wissenschaftler haben wie Harald Lesch und wenn Sie dem erzählen, bei mir auf dem Dachboden spukt es, dann kann der Wissenschaftler sofort sagen, dass das nicht stimmt, obwohl er nie auf dem Dachboden ist. Und er sagt dann, das kann nicht sein. Aber was der eigentlich sagt ist, wenn mein Weltbild stimmt, darf es sowas nicht geben. Und so ist es mit der Finsternis. Die Finsternis kann nicht die Ursache für etwas sein, weil die Finsternis ist ja nichts. Es passt nicht in das Weltbild. Und das ist halt sehr interessant, wenn wir heute uns die Wissenschaft angucken. Aber ich will gar nicht so lange darauf rumreiten jetzt, sondern noch ein bisschen, also hier haben wir das nochmal, da haben wir die Postkarte, die können Sie mitnehmen. Links ist das, was Newton gesehen hat. Da kommt das Grün gleich vorne raus, ist gar kein Weiß im Kegel. Und rechts ist das Experiment, wenn man es selber macht. Und das eine zeigt, Licht und Finsternis sind die Ursache der Farben und das linke würde zeigen nur das Licht. Die können Sie ja mal mitnehmen, die Postkarte, und damit ein paar Physiker ärgern. So, ich möchte jetzt aber weitermachen damit, mit der Farbenlehre, weil Goethe hat das gründlich gemacht. Er hat alle Aspekte der Farben beleuchtet, auch für die Künstler, für die Maler, für die Philosophen. Und er hat zum Beispiel den Farbkreis, sagen wir mal, erfunden. Es gab schon vorher das Farbrad und so, aber vor allem populär gemacht hat er das Farbrad. Und wenn wir uns fragen, warum hat er da genau 6 Farben und welche meint er eigentlich, dann kann ich Ihnen das zeigen. Das ist nämlich genau aus dem Experiment. Und wenn Sie durch das Prisma heute geguckt haben, da haben Sie auch 4 Farben gesehen. Und wenn die sich irgendwo gemischt haben, also ich zeige das hier nochmal mit dem, also wenn Sie hier hinschauen, hier haben wir auch das Grün, das mischt sich, wo Gelb und Hellblau sich treffen. Das sieht man jetzt schlecht, kann ich Ihnen dann nochmal zeigen. Und hier stoßen die Prismen auf der anderen Seite. Und da haben wir dann das Goethe-Prisma, nennt sich das. Also der Goethe-Regenbogen und hier ist das Purpur in der Mitte. Und das sind die Farben, die er gemeint hat da oben. Und das Tolle ist bei Goethe, der findet halt Gesetzmäßigkeiten und mit den Farben kann man ganz viel denken, wie mit dieser Metamorphose. Das kann ich euch bloß jetzt nicht alles erzählen. Also es ist eine Beziehung aus Licht und Finsternis und wir werden das dann nachher gleich noch sehen. Das ist nicht einfach bloß eine Tatsache, damit kann man auch seine Beziehung dann denken mit den Farben und so. Das ist ganz fantastisch. Und mich hat als Künstler und Philosoph auch die Frage gestellt, also Goethe sagt, es gibt 2 Grundfarben, Blau und Gelb. Das Blau kommt vom Finsternis und das Gelb kommt vom Licht und daraus bilden sich alle Farben, sagt Goethe. Alle anderen, die eine Farbtheorie haben, haben immer 3 Grundfarben, Goethe hat bloß 2. Und diese Polarität werden wir heute noch finden und mich hat interessiert als Künstler, wenn es 2 Farben gibt, was ist denn männlich und weiblich? Gibt es da irgendwie eine Übereinstimmung? Und man findet es nicht, Goethe hat sich nicht dazu geäußert in der Farbenlehre, aber Schiller hat ein Gedicht geschrieben, was in der Farbenlehre drin ist. Schiller ist ja sein Freund gewesen und das fängt an mit: Wir stammen, unser 6 Geschwister, von einem wundersamen Paar, die Mutter ewig ernst und düster, der Vater fröhlich immer da. Und gemeint sind mit Vater und Mutter der Farben, sind natürlich Licht und Finsternis. Also die Farben sind eine Beziehung aus Licht und Finsternis. Und wenn wir uns dafür interessieren, was ist denn jetzt weiblich und was ist denn männlich, die Mutter ewig ernst und düster, das ist das Dunkel oder das dunkle Blau, ist das Weibliche. Und der Vater fröhlich immer da, also das Gelb würden wir dann zum Männlichen hinsehen. Aber Goethe hat das nicht behauptet und wahrscheinlich hat er auch seinen Grund gehabt. Wenn man sich da festlegt, kriegt man bloß Schwierigkeiten. Deshalb wollen wir ihm das jetzt nicht andichten, aber ich lese das halt heraus. Ja, die Farbenlehre. So,
Jetzt wollen wir noch mal kurz darüber reden, wie schmecken denn die Früchte? Also wir haben ja heute eine andere Naturforschung kennengelernt und es ist natürlich für uns interessant, ist denn das irgendwas Nutze? Und wir wollen jetzt mal gegenüberstellen die beiden Farbtheorien, sagen wir mal, und wir stellen uns jetzt einfach ein Kind vor, das eine Frage stellt, zum Beispiel die erste Frage, warum ist der Himmel blau? Und jetzt fragt das Kind als erstes den Wissenschaftler, stellen wir uns vor, vielleicht Harald Lesch oder irgendeinen Professor, und der antwortet, der Himmel ist deswegen blau, weil das Licht der Sonne in der Erdatmosphäre gebrochen wird und da eine Wellenlänge von 500 Nanometer hat und eine Frequenz von 600 Terahertz. Das ist die Antwort. Deshalb, und diese Frequenz, 600 Terahertz, erscheint für das Auge blau. Und jetzt fragt das Kind, warum ist die Sonne gelb? Und da sagt der Wissenschaftler, weil das Licht der Sonne gebrochen wird in der Erdatmosphäre mit einer Wellenlänge von 570 Nanometern und einer Frequenz von 526 Terahertz. Und diese Frequenz erscheint für das Auge gelb. So, wir wissen jetzt nicht, ob das Kind da zufrieden ist mit dieser Antwort. Das wundert sich natürlich, das Licht der Sonne, einmal ist es da gelb und da blau, so richtig ist er wahrscheinlich nicht zufrieden. Und jetzt fragt der Goethe, ne? Den Onkel Goethe frage ich mal, warum ist der Himmel blau? Und Goethe sagt, wenn die Dunkelheit durch die Trübe scheint, dann erscheint sie blau. Und der sagt, also die Trübe, das ist zum Beispiel so ein Glas oder ein Wasser oder Nebel oder die beleuchtete Erdatmosphäre, das ist die Trübe, das ist immer ein Medium, was anders sein muss. Und der sagt, mein Junge, weil hinter dem blauen Himmel ist das schwarze Weltall. Und wenn das Schwarz durch die Trübe scheint, dann ist es immer blau. Und jetzt fragt das Kind, und warum ist die Sonne gelb? Da sagt er, wenn das Licht, das weiße Licht der Sonne durch die Trübe scheint, dann erscheint es gelb. Deshalb ist die Sonne gelb. So, und ich will das jetzt mal so stehen lassen, das sind die Antworten, die diese beiden geben. Und Friedrich Nietzsche sagt, eigentlich so eine richtige Erkenntnis kann man nur als Mensch gewinnen, wenn man das Unbekannte auf etwas Bekanntes zurückführen kann. Also ich muss eine Erfahrung haben, die ich gleichsetzen kann und dann kann ich etwas erkennen. Und im Prinzip sind das ja einfach Aussagen, ne, die der Goethe trifft und der Wissenschaftler, aber vielleicht das Kind nimmt das mit und eines Tages fragt sich das Kind, warum ist das Meer blau? Und da ist die Antwort wieder, wenn das Schwarz der Tiefsee durch die Trübe scheint, so erscheint es blau. Wenn es irgendwann mal die Alpen, die schwarzen Alpen bei Nebel sieht, dann werden diese Alpen blau erscheinen, weil das Schwarz durch die Trübe, also das ist da kann man die Erfahrung immer wieder wiederholen. Oder mit dem Gelb der Sonne, warum die Laternen bei Nebel gelb erscheinen. Ne? Wenn das so Gaslaternen sind, heutzutage ist es ein bisschen anders, dann ist das Licht von den Laternen ein anderes als das natürliche, dann vielleicht nicht. Also man kann eine Erfahrung machen und dann kann man zu einer Erkenntnis kommen mit Goethe. Wenn wir uns jetzt natürlich einen Fotoapparat bauen wollen oder was Technisches, dann ist es natürlich ganz richtig, das so zu beantworten wie dieser Wissenschaftler. Ne? Das ist nicht unnütz. Aber ich finde, für mich als Menschen, der sich dafür interessiert, ob der Himmel blau ist, finde ich das vom Goethe ein bisschen griffiger. So, könnt ihr noch? Eins habe ich noch und das hat mich am allermeisten begeistert. Polarität und Steigerung. Und ich habe euch ja hier von dem Buch erzählt, von dem Faust gelöst. Und eigentlich geht es hier um die Liebesgeschichte zwischen Faust und Margarete, die eine ganz andere ist durch den Einfluss von Goethe. Aber damit der da hinkommt, muss der Goethe den weichklopfen und öffnen, ne, mit seiner Wahrnehmung, mit dem Schauen. Und
der Faust, der ist ja am Anfang ganz verzweifelt, der sagt, ich habe so lange geforscht, 30 Jahre, und jetzt, ich weiß, dass wir nichts wissen können. Der ist ja verzweifelt am Anfang vom Faust und will sich eigentlich das Leben nehmen. Und nur deswegen, weil er so verzweifelt ist, hat er überhaupt ein offenes Ohr. Und dann kommt natürlich noch Margarete dazu und jedenfalls hat er irgendwann das Gefühl, der Goethe, der weiß doch schon, der muss das doch schon wissen, irgendwie hat er doch schon rausgefunden, wie das Ganze hier funktioniert. Ne? Faust ist der Wissenschaftler, der will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, der will wissen, wie funktioniert das alles. Und dann sagt er irgendwann zum Goethe, was ist denn das Prinzip nun? Offenbar mir die Essenz, was ist das alles hier? Und dann sagt der Goethe, in allem finde ich zwei Seiten und immer scheinen die zu streiten, erfasse ich es aber ganz, erkenne ich, es ist ein Tanz. Bis ich zum Grund des Ganzen sehe, mein Freund, der Tanz ist die Idee. Und das heißt so viel wie, Goethe sagt, diese ganze Welt ist aus Polaritäten gemacht. Immer gibt es Gegenstücke und immer scheinen die miteinander zu streiten. Aber eigentlich geht es hier in dieser Welt darum, dass diese Gegensätze in einen Tanz der Gegensätze kommen und eine höhere Form entwickeln. Und bei den Farben sehen wir das besonders gut. Also ich habe das hier unten mal hin. Ne? Wir haben die Finsternis und wir haben das Licht. Und wir können sagen, entweder oder. Und Goethe sagt, das Licht kann leicht die Finsternis vertreiben und wo ein Schatten fällt, wird auch vom Licht bald nichts mehr bleiben. Also die kämpfen gegeneinander, die streiten sich. Und dann kann man sagen, naja, man kann ja manchmal Dunkelheit und manchmal Licht mit diesen Streifen oder man macht diesen Übergang. Aber es gibt halt noch eine höhere Möglichkeit, wenn diese Gegensätze in den Tanz kommen. Und schaut euch mal die Farben an, die sind auch aus dem Prisma-Experiment. In diesen Farben, da sind Licht und Finsternis schon noch drin, aber es ist eine neue Qualität, eine neue Freude. Und Goethe sagt auch, das Wesen kommt in der Blüte am meisten zur Geltung. Also das Wesen von Licht und Finsternis ist in den Farben erst richtig zu finden. Und diese Polaritäten, die gibt es halt überall auf der ganzen Welt, in allen Formen. Ich habe euch da mal hingeschrieben, Kopf und Herz ganzheitlich, Leben und Tod, Evolution, Klang und stille Musik, männlich und weiblich die Ganzheit, Gut und Böse, das Leben, Frage und Antwort, die Erkenntnis, Wurst und Käse, Cheeseburger, süß und deftig, Toast Hawaii. Ne? Und da ist ein bisschen Spaß, aber man sieht halt diese Gegensätze und wir kennen das ja zum Beispiel, wenn wir kochen, dann sagen wir, ja, entweder ist es süß oder es ist deftig. Entweder oder, das sind ja Gegensätze. Zusammen geht das nicht. Und dann kommt aber der Künstler, der Chefkoch und sagt, nein, die beiden Gegensätze, die muss ich in Tanzen bringen und dann gibt es das richtige Erlebnis. Den Tanz der Gegensätze. Und das finden wir überall. Und wenn man das mal verstanden hat, meine Damen und Herren, dann kann man verstehen, dass es nichts Falsches auf der Welt gibt. Alles ist richtig. Alles ist dafür da, in diesen Tanz zu kommen. Und das erlöst, dieser Gedanke erlöst die ganze Welt. Also das ist das Fantastische, was ich gelernt habe vom Goethe. So, ich habe mal nochmal die Methode nochmal so ein bisschen zusammengefasst, weil das ja wichtig ist. Also man muss die Begriffe hinter den Sachen denken, mitfühlen, mitwollen. Das ist die goethische Methode des Schauens und alles in den Beziehungen betrachten, in denen es steht. Also wenn ich es immer rausnehme, dann kann ich das Wesen nicht erkennen. Und man soll, sagt Goethe, auch unvoreingenommen schauen. Man soll nicht vorher schon eine Theorie haben und die dann bestätigen wollen. Aber das ist natürlich ganz schwer. Ich glaube auch nicht, dass Goethe das gelungen ist. Also man hat ja bei seinem Zwischenkieferknochen hat er schon gewusst, dass er den finden will. Aber diese Unvoreingenommenheit beim Schauen, das ist auch die goethische Methode. Na, und ich könnte hier noch weiter erzählen. Also Goethe sagt zum Beispiel, die Natur des Menschen ist in der Welt veröffentlicht. Also der sagt, in den Pflanzen und in den Tieren finden wir uns wieder, alle unsere Aspekte sind da drin in denen und die sind eigentlich dazu da, uns selbst zu erkennen. Also hier ist der Mensch und da draußen ist der Mensch.
Ja, und das ist alles ganz wunderbar. Das kann man alles bei Goethe lesen, aber wenn man das versteht, das hat noch eine ganz andere Qualität. So, hier habe ich Ihnen mal hier das Buch. Das ist im Prinzip, also dieser Faust gelöst, das ist die poetische Annäherung an das, was ich Ihnen heute erzählt habe. Aber da steht im Prinzip über die Wissenschaft eigentlich gar nichts drin, sondern das ist die Liebesgeschichte und Margarete ist halt der Schlüssel zum Schluss. Und ich habe es hier mal hingetan, das ist das Lesezeichen, das habe ich selbst gestaltet. Das gebe ich immer mit, das ist für den Faust, der das Buch liest, weil wir sind der Faust und wir sind die Margarete alle. Auf diesem Dings ist schon alles gespoilert und da steht, das Instrument zum Erkennen der Welt ist der andere Mensch. Und der Faust in diesem Buch, der wird natürlich vom Goethe beeinflusst und der versteht das immer mehr und am Ende kommt er auf die verrückte Idee, der will ja am Anfang verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und am Ende kommt er auf die verrückte Idee, die Margarete zu fragen, ob sie eine Ahnung hat, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und Margarete muss ihm dann erst noch helfen, die Frage richtig zu stellen, aber Margarete hat natürlich die Antwort. Ja. Und das Fantastische ist, das ist eigentlich im ersten Faust auch schon so angelegt. Ne? Die einzige, die er nicht fragt, ist Margarete. So, genau. Hier habe ich noch mal ein bisschen was, das eine Bild geht nicht richtig, aus der Forschung. Also ich habe diesen Farbkreis für dieses Buch, das ist hier auch auf dem Cover, habe ich in die zwischenmenschliche Beziehung geformt. Also das ist kein Kreis mehr, sondern diese 6 Farben sind jetzt in der Form und das ist so eine Weiterentwicklung, die ich gemacht habe. Das ist ein Siebdruck von mir, der ist sehr erfolgreich, meistverkaufte Siebdruck von mir und das ist wahr. Das sieht man, wenn man da eine Weile hinguckt, das stimmt, wie die sich begegnen. So, ja, und ich habe ja davon gesprochen, von der Erfahrung, also wir bei uns im Institut, wir forschen ja mit dieser Forschungsmethode und wir haben einen Workshop, wo wir schauen und wir haben erst gedacht, wir fangen mal mit der Pflanze an und mit den Tieren, das Wesen zu schauen. Und wir sind dann aber dahinter gekommen, das lebendigste und prachtvollste Wesen, was wir schauen können, ist das des Menschen. Deshalb fangen wir mit dem Menschen an. Und dann müssen Sie sich vorstellen, wir haben so einen Workshop und da geht ein Mensch und die anderen betrachten den und dann fragen wir uns gemeinsam in unserer Wahrnehmung, welches Wesen geht da? Und jeder Mensch geht anders. Und man kann das Wesen herauslesen aus dem Gang, aus der Art, wie der Mensch dasteht und so. Das ist unglaublich interessant. Also diese goethische Methode, das öffnet plötzlich Möglichkeiten in der Erforschung der Beziehung, der Liebesbeziehung und alles, hat es vorher nicht gegeben. Ja? Und das ist nicht bekannt von dem Goethe. So, ich glaube, das war's. Ja. Ja, das war's. Dankeschön, der Naturforscher Goethe. Dankeschön.